finde ich private InvestorInnen für mein kreatives Vorhaben? Du suchst Finanzmittel für dein Herzensprojekt, aber die klassischen Wege führen so oft ins Leere. Wir kennen doch alle und haben schon von Leuten gehört, die jemanden kennen, der oder die wiederum von Personen wissen, denen es erfolgreich gelungen ist, private Finanzmittel für ihre Projekte und Vorhaben einzuwerben. Wie ist Ihnen das gelungen? Wie haben Sie diese Investorinnen überhaupt gefunden und welche Schritte waren nötig? Ich möchte das gerne anhand eines Autorenfilms illustrieren, weil ich selber der Filmwelt am nächsten bin und dieses Beispiel zufällig kenne. Es geht um die Filmgeschichte im Zusammenhang mit dem Warschauer Ghetto. Und sie erzählt von der erfolgreichen Flucht eines jüdischen Gefangenen. Diese Geschichte wurde produziert von einer britischen Produktionsfirma in London. Was haben sie gemacht? Sie haben natürlich die klassischen Finanzierungswege abgeklappert. Sie haben ein bisschen öffentliche Förderung einwerben können, aber das hat nicht gereicht. Was haben sie getan? Sie haben angefangen zu recherchieren, welche polnischen Geschäftsleute sich in London befinden. Und dann haben sie all die Kontakte, die sie recherchiert haben, tatsächlich persönlich per E-Mail angeschrieben. Sie wussten nicht, wie viele Leute überhaupt diese E-Mails lesen werden. Sie wussten nicht, ob diese E-Mails, die sie mühsam recherchiert haben, direkt im Spamfilter landen. Sie hatten keine Ahnung, ob irgendjemand antworten würde, aber sie haben jeder E-Mail ein ganz tolles Exposé angehängt. Was passierte? Warten. Nichts passierte. Und dann plötzlich kam eine E-Mail zurück. Einer der kontaktierten Geschäftsleute sagte, das ist unglaublich. Das ist die Geschichte meines Großvaters. Was passierte dann? Der Geschäftsmann in London und die Produktionsleiterin, die Produzentin, haben sich getroffen. Und ihr könnt euch vorstellen, oder du kannst dir vorstellen, dass es um sehr, sehr viel mehr ging als nur um einen Film. Man sprach plötzlich über eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Im Verlauf dieses Gespräches wurde dem Geschäftsmann klar, er will dieses Projekt unterstützen. Das war die erste wichtige Entscheidung. Einer antwortet, einer möchte unterstützen. Und dann hat er seine Kontakte informiert, befreundete, bekannte Investoren und Investorinnen und hat eine Projektpräsentation in Central London organisiert, damit die Produzentin dieses Filmprojekt pitchen konnte. Das hat sie erfolgreich getan. Und danach ging dieser Geschäftsmann auf die Bühne, bewarb das Projekt, pitchte sozusagen nochmal neu, machte klar, warum er hinter diesem Projekt steht und warb damit erfolgreich auch das Geld anderer Investoren und Investorinnen für dieses Projekt ein. Was können wir daraus lernen? Es gibt ein paar wichtige Erkenntnisse. Die erste Frage, die du dir stellen musst: Für wen ist zum Beispiel dieser Film, ist dein Produkt oder dein Service gemacht? Wer ist dein Publikum? Wer ist dein Kunde? An wen verkaufst du? Für wen ist das, was du machst, interessant und relevant? Und für wen ist diese Geschichte so wichtig, dass sie erzählt werden muss im Zusammenhang mit diesem Filmbeispiel? Wir können lernen, dass es ganz entscheidend ist, eine starke Botschaft zu haben, eine hochemotionale, auf mitreißende Weise kommunizierte Botschaft, die du an deine Unterstützer und Unterstützerinnen schickst. Ganz wichtig ist auch, sich die Mühe zu machen und Zeit zu investieren in die Recherche. Denn am Ende schickst du vielleicht
100, vielleicht sogar mehr E-Mails raus, weißt nicht, wer antworten wird, aber am Ende brauchst du nur eine einzige Person, die an Bord kommt. Und wenn es mehrere sind, hoffentlich, ist es ganz wichtig, dieses Investorinnen-Netzwerk auch wirklich zu bearbeiten und informiert zu halten. Das ist sehr, sehr wichtig. Der zweite Punkt, fast noch wichtiger: Du kannst nicht davon ausgehen, dass die Personen, mit denen du in Kontakt trittst und die vielleicht Interesse signalisieren, überhaupt wissen, wie dein Sektor funktioniert. Dass sie eine Ahnung haben von den Wertschöpfungsprozessen, in denen du ganz selbstverständlich arbeitest. Also educate the money, bilde dein Kapital weiter. Entwickle diese Bereitschaft in dir, mit deinen Unterstützern und Unterstützerinnen, privaten Projektinvestoren, auch über die Wertschöpfungsketten in deinem Sektor zu sprechen. Und überlege, welchen Mehrwert du anbieten kannst. Was kannst du deinen Investoren und Investorinnen anbieten, was andere nicht anbieten können? Ganz entscheidend ist, liefere. Du könntest zum Beispiel einen Mehrwert schaffen, indem du ein einzigartiges Erlebnis anbietest. Du könntest deine Investoren und Investorinnen zum Beispiel einladen, Schauspieler kennenzulernen, die Kreativen, die an deinem Projekt arbeiten, kennenzulernen. Du kannst sie zu Premieren feiern, zu Ausstellungseröffnungen, vielleicht sogar exklusiver Art einladen. Und wichtig ist auch, alle Kreativen können das. Ihr alle, du und all die Leute, mit denen du in Kontakt bist, ihr alle könnt das leisten. Es ist nur eine Frage, diese Verbindung, diesen Mehrwert für die jeweiligen Investorinnen und Investoren herauszuschälen. Ganz entscheidend ist, wenn du in Kontakt bist mit Investorinnen und Investoren, auch solchen, die vielleicht am Anfang zögern, halte sie informiert. Halte sie auf dem Laufenden über die Entwicklung deines Projektes, deines Vorhabens. Denn vielleicht kommen sie, wenn sie am Anfang gezögert haben, auch später an Bord. Ganz entscheidend. Kleine E-Mails, kleine Informationen, damit sie wissen, wo du mit deinem Vorhaben steckst. Und vielleicht das Wichtigste, natürlich, zahle das Geld zurück. Unter allen Bedingungen und unter den Bedingungen, die ihr ausgehandelt habt. Halte also immer eure Vereinbarungen ein. Was können wir von der privaten Projektfinanzierung sagen? Es ist eine direkte Finanzierung eines Projektes oder eines kreativen Vorhabens durch private Geldgeberinnen. Also Leute, die ihr eigenes Geld aus der Tasche ziehen und dir anvertrauen. Und es ist wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass dieser Vorgang meistens renditeorientiert ist. Und wir lernen, du erreichst kreative Freiheit, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die an das glauben, woran du glaubst.